Hallo Gemeinde Rock'n'Roll. Jetzt nochmal was Schnelles für Sonntag. Für alle, die es nicht abwarten können, was aus unseren oder wie weit wir denn sind mit dem Stage 1 Kit. Hier eine ganz kurze Zwischeninfo, wie wir denn momentan stehen. Also Fakt ist, Drehmoment ist da, wir haben ihn gefunden und bevor wir jetzt mit den neuen Kurven starten oder den Kurven für den Anfang, ne, wir sind noch lange nicht am Ende, erstmal die Kurve vom Tuning-Kit vom letzten Mal, also das Motorrad, die SM 701 Baujahr 17 mit dem Husky Tuning-Kit, den man fertig kaufen kann mit dem Acker. Ja? Also erstmal die Kurve und los geht's. Und jetzt übrigens auch bei den Kurvenbesprechungen mit dem besseren Ton. Ja? Bis gleich. So, jetzt seht ihr hier die Leistungskurve vom letzten Mal von der 701 Supermoto mit dem Husky Tuning Kit. Die beste Messung lag hier bei 77,2 PS, bei 7930 Umdrehungen und 75,2 Newtonmeter bei 6663 Newtonmeter. Also Leistung und Drehmoment sehr weit im oberen Drehzahlbereich. Auch natürlich sehr untypisch für einen Einzylinder. Und natürlich hier in dem Bereich Drehmoment zwischen 3 und 5 kaum vorhanden, sagen wir mal. Ne? Also recht wenig. Da müssen wir also versuchen, erstmal hier den Bereich nach oben zu bringen. So, wie ihr gesehen hattet ja, letzte Mal 77 und ein paar kaputte PS und 75 Newtonmeter, aber ganz weit oben, also bei hohen Drehzahlen. Ja? So, jetzt war natürlich die Vorgabe bei uns, das muss geknackt werden, vor allen Dingen braucht das Motorrad Drehmoment, ja? Weil das ist ein Einzylinder, ein großvolumiger Einzylinder und der kann ja nicht nur oben rausdrehen wie ein Zweitakter. Das geht ja nicht. Ne? Also haben wir angefangen, wie ihr das kennt, mit unserem Stage 1 Kit. Allerdings bei diesem Motorrad geht der Kit, so wie wir den kennen, von der 690 SMCR so nicht mehr rein. Also die Rohrlänge passt gar nicht, also von unserem Powerrohr. Also mussten wir uns da was einfallen lassen. Das seht ihr aber, wenn es soweit ist. Ne? Also quasi, wir mussten da etwas länger gehen. Drehmoment im ganzen Motorrad holen wir hier. Spitzenleistung haben wir festgestellt, holen wir hier an der Abgasanlage. Aber dazu gleich mehr. Und jetzt erstmal eine Kurve mit unserem neuen Schalldämpfer und den stellen wir euch jetzt erstmal vor. Und hier ist das gute Stück. Ja, extra lang für uns, 400 mm Hüllenlänge mit einer Carbon-Endkappe und auch ein sehr schönes Detail. Die Carbon-Kappe sitzt auch von außen drauf mit einem Schellenband, also auch sehr stimmig gemacht. Rausnehmbare dB-Iter in verschiedenen Ausführungen kann man bekommen und ich würde mal sagen, für das Geld ist das ein klasse Ding. So, der neue Wings, neu ist er nicht. Ne, den kann man ja frei kaufen bei der Firma Wings in Slowenien. Den könnt ihr auch selber kaufen, also die machen noch keine Händlerrabatte oder sowas. Der ist da also frei verkäuflich. Wer ihn da bestellt, kann ihn von da auch bekommen. Liegt bei knapp 290 Euro netto, also plus Fracht seid ihr dann irgendwie bei 360 Euro. Habt das ein Ding. Allerdings nicht den hier, den wir hier haben, den haben wir bei denen mal angefragt, ob sie uns einen längeren bauen können. Normal sind die 370 Hüllenlänge, also nicht das ganze Ding, sondern nur alleine die glatte Hülle. Sie konnten uns welche machen, die etwas länger waren, also 400 mm. Und ich möchte ja immer gerne Volumen haben, ne? Das wisst ihr ja, weil ein Zylinder braucht Auspuff. Größe, Volumen, Menge. Ja, das seht ihr auch gleich noch in den Kurven. Aber draufgebaut und getestet, natürlich mit unserem Kit, Luftfilter, klar, Power Commander, so wie ihr das kennt. Und was dabei rausgekommen ist, ne, das seht ihr jetzt, aber jetzt lassen wir das Ding erstmal ein bisschen brüllen. Ja, bis gleich. Ja, hallo Drehmoment. Geht doch, oder? 81 Newtonmeter bei 5658 Umdrehungen. Vom Husky Kit 75,2
bei 6600. Also hier ein richtiger fetter Zuwachs im unteren, mittleren Drehzahlbereich. Das war oder ist schon mal nicht schlecht. Damit kann man arbeiten. Wenn wir uns jetzt mal hier genau den Bereich bei 4400 Umdrehungen anschauen, liegt hier beim Husky Kit ungefähr ja, 59 Newtonmeter an. Ne? Hier ist die Skala für Newtonmeter. Beim Stage 1 Kit und dem Wings-Auspuff liegen wir bei knappen 74,5. Ne? Also das ist mal ein richtiger Sprung. Auch zu sehen bei der PS-Zahl bei 4400 Umdrehungen. Hier haben wir beim Husky Kit ungefähr 37 PS und mit dem Stage 1 Kit haben wir hier 47 PS. Mal satte 10 PS mehr im unteren Drehzahlbereich. Und das merkt man natürlich gerade am Rausbeschleunigen aus der Kurve. Wo Licht ist, ist allerdings natürlich auch Schatten. Ne? Hier oben seht ihr, wir haben hier mit dem Stage 1 Kit gerade mal 74,1 Spitzen-PS erreicht bei 7.1. Der Husky Kit dreht natürlich obenrum weiter und hat dann hier diese 77,2. Also, Vorgabe ist natürlich, wir versuchen den Drehmoment hier unten zu halten und natürlich die Spitzenleistung noch nach oben zu bringen. Also natürlich auch noch am besten über diese 77 PS. Aber schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, der Motor kann Drehmoment. Man muss ihn nur lassen. Ne? Ein bisschen mehr Luft, ein bisschen mehr Sprit und ein bisschen mehr Auspuff. Ja? Oder freie Auspuffabgase für freie Motoren. Und schon kommt das Drehmoment. Allerdings natürlich erkauft, also hierbei momentan mit einem infernalischen Getöse. Der eine findet es geil. Für mich ist es natürlich absolut too much und natürlich auch nur für die Rennstrecke, weil der Auspuff hat natürlich keine EG-ABE, ist klar. Ne? Mit dB-Iter knickt euch der Drehmoment untenrum ein bisschen ein. Spitzenleistung bleibt eigentlich gleich beim Wings. Und ihr habt ja da so ungefähr den Geräuschpegel wie eine Accra mit dB-Iter, aber leiser wird das Ding nicht. Ne? Gut, muss jeder selber wissen. Wie gesagt, könnt ihr direkt bei Wings in Slowenien bestellen. Den allerdings halt nicht, ne? Ist eine Sonderanfertigung für uns. Gut, so, jetzt sagen natürlich zu Recht die meisten Leute, ja, ne, das ist mir aber alles viel zu laut, will ich nicht. Wie sieht denn das aus mit Auspuffanlagen mit EG-ABE? Haben wir natürlich getestet. EG-ABE auch wieder in Anführungsstrichen. Wir haben einfach mal den guten alten Bekannten genommen. Ne? Lasst euch jetzt hier nicht irgendwie irritieren. Das ist ein PowerParts Remus-Schalldämpfer. Natürlich ohne Cut, klar. Den haben wir mal schwarz pulvern lassen für den Kunden. Der hat jetzt einen anderen bekommen von uns und hat ihn uns freundlicherweise hier gelassen. Nochmal schönen Dank an den Andi, ja, ne, zum Testen. Haben wir gemacht. Draufgesteckt. Wie gesagt, ohne Cut. Mit dB-Iter drin. So gelassen, wie sie normalerweise halt auf den KTMs gefahren werden. Und was dabei rausgekommen ist, das seht ihr jetzt. Ja, und wieder zeigt sich anhand der grünen Linie, wie gut doch dieser Remus-Schalldämpfer funktioniert. Ja, wir haben jetzt hier natürlich, ihr seht hier einen Knick zum offenen Wings. Das sieht aber oder sehr ähnlich aus, wenn wir dem Wings den dB-Iter verpassen. Also wir haben dann hier ungefähr 72 Newtonmeter bei 4400 Umdrehungen. So hier wären wir dann richtig, so da, genau hier. Ne, also 72 zu natürlich 74,5. Das ist zu verschmerzen, allein schon, weil das Ding natürlich so wesentlich leiser ist. Ne? PS-mäßig sieht es ähnlich aus. Das sind ungefähr ja, 2 PS Unterschied bei 4400 Umdrehungen. Aber wir kriegen hier vorne ein bisschen mehr Drehmoment. Das ist aber nicht der Rede wert. Wir kriegen hier oben aber mehr Spitzen-PS durch den Remus-Schalldämpfer und seinen dB-Iter. Und ihr seht schon, wie dieses Fahrzeug oder wie dieser Motor auf verschiedene Auspuffanlagen reagiert. Und das ist natürlich eine wichtige Erkenntnis, die wir daraus bekommen, dass wir dann auch in die Richtung weiter arbeiten müssen. Ja, und wir sehen, der Remus kann mal wieder fast alles, außer Kaffee kochen. Ja? Egal, wo du den draufsteckst, KTM 96 SMCR 701 von 2016 mit dem alten Motor oder halt sogar auf der 701 von 2017 mit dem neuen Motor. Die Kurven sind alle top. Klar, er hat einen kleinen Einbruch im unteren Drehzahlbereich gegenüber dem offenen Rohr, aber ne, er ist A, vom Sound her gut, B, ist er wesentlich leiser und er fällt nicht so auf.
Und der hat natürlich noch einen Vorteil, aber den wisst ihr selber, den muss ich hier nicht noch breit treten. Ja? Klar. Gut. So, wo kriegen wir jetzt nur die Spitzenleistung her? Das ist ja das Problem momentan. Und da müssen wir halt noch dran arbeiten, weil die habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Vor allen Dingen nicht die Leistung, die zum Beispiel die Duke drückt. Wenn wir uns das jetzt mal anschauen, die Konstruktion, die ist eigentlich identisch, also vom Ansaugbereich, wie bei der Duke jetzt. Die hat natürlich hier ein bisschen weniger Luftvolumen, bedingt durch den Tank. Aber ungefähre Länge des Silikonrohres, das Powerrohr ist das gleiche wie bei der Duke 2016, 17 und der Filter ist auch identisch. Selbst das Mapping ist sogar ähnlich, natürlich ein bisschen angepasst. Aber der einzige oder der größte oder gravierendste Unterschied von der Duke zur 701 SM oder Enduro, wie auch immer, ist die Auspuffanlage. Ja, die Duke, ihr wisst ja, ich blende es unten nochmal ein, kurzer Krümmer, großer Mittelschalldämpfer, nochmal ein Rohr, dann wieder ein recht voluminöser, schweres Wort, Endschalldämpfer. Also haben wir hier viel mehr Auspuffanlagenvolumen, als wir überhaupt an diese Apparate dran schrauben können. Ja, weil wir können ja nicht hier solche Beulen irgendwo dran tackern, das geht schlecht. So, aber ich habe mir mal gedacht, wir können uns da einen tüfteln. Ihr kennt ja mit Sicherheit alle aus dem Rennsportbereich die Powerbombs, ne, auf diesen Krümmern. Und die haben ja auch einen ganz großen Vorteil, oder die sollen ja auch das Auspuffvolumen quasi vergrößern, beziehungsweise ein Auffangbehälter sein für die Unterdruckwelle, die zurückrollt aus dem Auspuff, um dann halt hier eine Verbesserung im Brennraum, gerade in der Überschneidung zu bekommen. Also, ne, Flex raus, Schweißgerät an den Start gebracht und losgelegt. Was ich da gebastelt habe, erzähle ich jetzt. So, nicht schön, aber selten. Ne? Eine Powerbomb im Eigenbau. Ein Stück Rohr, 2 Deckel drauf, 2 Anschlüsse drauf. Einer hat direkt Anschluss mit einer Bohrung zum Krümmer. So, und was das Ding jetzt bewirkt hat, das sehen wir jetzt. So, jetzt wird es langsam bunt hier auf dem Diagramm, aber wir schauen uns jetzt die schwarze Kurve an. Das ist also jetzt mit Remus und der Powerbomb. Und wir sehen schon hier haben wir einen leichten Knick. Ne? Grün zu schwarz. Also Drehmoment ist etwas schlechter geworden, nicht viel. Und das Spitzendrehmoment hat sich 100 Umdrehungen nach vorne verschoben, also von 5,8 auf 5,9. Und wir haben oben im Spitzen-PS-Bereich etwas länger mehr PS. Ja, das ist ein Bereich von anderthalb PS vielleicht. Nicht der Rede wert, also dafür müssten wir auch den Krümmer nicht so verschandeln, aber wir sehen als Test, dass dieser Motor doch auf solche Änderungen sofort reagiert. Wie wir das jetzt wirklich umsetzen, um hier mehr Leistung zu kriegen, das müssen wir natürlich noch testen, aber auf jeden Fall, der Motor merkt es, beziehungsweise der Motor reagiert auf solche Umbauarbeiten und da müssen wir jetzt weiterschauen. Ja, und diese kleine Änderung, ne, diese kleine Beule am Krümmer verändert schon das Drehmomentverhalten und die Drehzahl oben raus. Ja. Also ihr seht, wie das Fahrzeug alleine mit so kleinen Säckelchen sich ändert, beziehungsweise die Leistungskurven ändern. Und da müssen wir halt weiter forschen, das ist ganz klar. Ja, denn das Geheimnis der Spitzenleistung, also die zum Beispiel halt auch die Duke kann, mit weit über 80 PS, liegt bei diesem Motor im Auspuff. Also Schalldämpfer komplett. Können wir natürlich nicht so bauen wie die Duke. Keiner will unter einer Enduro, unter einer Supermoto so ein Okolyt von Schalldämpfer haben. Daher müssen wir uns natürlich bei diesen Motorradkonzepten was anderes einfallen lassen. Ne? Stichwort andere Krümmerdurchmesser und halt eine Powerbomb. Dann aber natürlich ein bisschen schöner, ne? Ist klar. So, Schluss für heute. Ich muss dringend nach Hause. Ich habe so einen Kopf, wie viele Prüfungsläufe ich heute gemacht habe. Ich kann sie nicht mehr zählen. Reicht jetzt auch für heute. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Der Abo-Button kommt hier gleich. Und ja, unser Lastenheft ist sehr groß für das Motorrad. Ne? Auspuffanlage ist das große Thema. Und das seht ihr beim nächsten Mal, wahrscheinlich im Pirate TV Nummer 15 oder vielleicht wieder in einem kleinen Zwischenvideo, wer weiß, ja. Ich würde sagen, wir sehen uns, haut rein und tschüss.